Deutsche Bahn hatte bereits zu Beginn der Entwicklung der Hochgeschwindigkeitszüge geplant, parallel zu dem nur für Deutschland vorgesehenen IC3 der Baureihe 403 eine Mehrsystem-Variante für Fahrten ins benachbarte europäische Ausland zu entwickeln. Diese ist äußerlich identisch und wird als ICE3M oder Baureihe 406 bezeichnet. Ein ausführliches Video zum ICE3, das kürzlich auf diesem Kanal erschienen ist, habe ich oben eingeblendet. Der Schwerpunkt dieses Videos soll der Verkauf des ICE3M ins Ausland sein. Der Triebzug erwies sich nämlich für Siemens als Exportschlager. Von den zunächst seit Ende der 90er Jahre gebauten 17 Zügen, von denen einer inzwischen ausgemustert wurde, gehören 13 der Deutschen Bahn und 3 der Nederlandse Spoorwegen, der staatlichen niederländischen Eisenbahngesellschaft. 6 der Fahrzeuge der Deutschen Bahn waren zwischenzeitlich für den Einsatz nach Frankreich umgerüstet worden, die als ICE3MF bezeichnet wurden, sind aber inzwischen wieder rückgebaut und verkehren überwiegend auf den Strecken nach Brüssel, Amsterdam und innerhalb Deutschlands. Die 3 achteiligen Triebzüge der niederländischen Staatsbahnen verkehren als ICE international auf der Strecke von Amsterdam nach Frankfurt. Die Triebzüge unterscheiden sich von den Fahrzeugen der Deutschen Bahn ausschließlich durch das Logo sowie die verkürzte Schreibweise Restaurant anstatt Bordrestaurant. Nicht einmal ein halbes Jahr nach Aufnahme des regulären Fahrplanbetriebs der niederländischen Triebzüge bestellte die staatliche spanische Eisenbahngesellschaft RENFE 26 Triebzüge des dann als Velaro E bezeichneten Fahrzeugs bei Siemens. Es folgten Aufträge aus Russland und China, sodass letztlich mehr als 200 Fahrzeuge im Einsatz sein werden. Die Fahrzeuge wurden dabei an die Anforderungen und Gegebenheiten der Länder angepasst. Die russische Version mit der Bezeichnung Sapsan, hier zu sehen bei der Verladung in Mukran, wurde auf die dortige Breitspur und die klimatischen Bedingungen für die Strecke St. Petersburg-Moskau angepasst. Ende 2005 bestellte dann auch die staatliche chinesische Eisenbahngesellschaft China Railways zunächst 60 für den Verkehr auf verschiedenen Hochgeschwindigkeitsstrecken in China angepasste achtteilige Triebzüge. Für alle länderspezifischen Adaptionen des ICE3M gibt es Wechsel- oder Gleichstrommodelle in der Spurgröße H0. Während die Märklin-Modelle werksseitig ausverkauft sind, bietet Pico in seinem aktuellen Katalog 2020 alle Modellvarianten an. Vorgestellt wird hier die Wechselstromversion des niederländischen Triebzugs sowie am Ende des Videos ein Endwagen der chinesischen Variante. Pico bietet zum vierteiligen Basisset Ergänzungswagen an, beispielsweise den hier gezeigten zweiter Klasse Mittelwagen mit Stromabnehmer. Der Triebzug mit der Nummer 4652 der Nederlandse Spoorwegen trägt die Bezeichnung der Stadt Arnhem, die hier nachgebildet ist. Die Bedruckung ist vorbildnah nachgebildet. Der Dachgarten ist bei diesem Modell der Hobbylinie einfach ausgeführt. Die Frontpartie zeigt eine gute Übereinstimmung mit dem Vorbild. Nun einige Fahrbilder. Zum Abschluss noch ein kurzer Blick auf das Pico-Modell in der chinesischen Druckvariante. Da das Gehäuse des chinesischen Endwagens als Ersatzteil erhältlich ist, habe ich mein Pico-Modell der Baureihe 403 kurzerhand umgebaut. Die Bezeichnung CRH steht für China Railway High Speed. Zugegebenermaßen passt der chinesische Triebzug nicht in einen deutschen Kleinstadtbahnhof, aber für eine Testfahrt geht es wohl. Tschüss und bis bald.